Er zählt zu den wichtigsten Flughäfen in Europa mit riesigen Terminals. 1400 Starts und Landungen täglich. 20.000 Koffer pro Stunde, Gepäck von 69 Millionen Passagieren jährlich. Wie funktioniert diese Kleinstadt mit 80.000 Mitarbeitern? Einer von ihnen? Follow-Me-Fahrer Mario Hahn. Sein Job? Für Sicherheit sorgen. Sowas kann zur Katastrophe führen, deshalb muss sowas sofort entfernt werden. Vorfeldlotsen unterstützen Piloten, helfen bei Notlagen. Der nächste Flieger hat wohl ein hydraulisches Problem. Nichts darf schiefgehen, sonst drohen Verspätungen und Chaos. Es ist halt einiges los, dadurch, dass die eine Bahn nicht genutzt werden kann wegen Rückenwind. Eine tägliche Herausforderung hinter den Kulissen an Deutschlands größtem Flughafen. 23 Quadratkilometer, so groß wie 3200 Fußballfelder, der Frankfurter Flughafen. Mittendrin, zwischen Terminal und Startbahn, arbeitet Mario Hahn. Guten Morgen. Und fit schon? Besser. Ja, fit noch nicht, aber es wird langsam besser. 5:30 Uhr, Schichtbeginn für den Hesse. Da steht unser Einsatzfahrzeug Victor 79. Sein Arbeitsplatz. Ja, die nächsten 8 Stunden. Seit 3 Uhr ist Mario Hahn schon auf den Beinen. Jeden Tag fährt er von Limburg zur Arbeit 70 Kilometer. Mal einen kurzen Check, ob alles soweit in Ordnung ist. Ob die Reifen noch in Ordnung sind, keine Beulen. Können wir mal in den Kofferraum gucken. Hier ist unser Waffenkasten zur Vogelvergrämung. Da ist eine Schreckschusspistole drin. Feuerlöscher, Besen, Schaufel. Dann haben wir hier für kleinere Ölpfützen etwas Granulat. Verbandskasten, Absperrmaterial. Mario Hahn ist Follow-Me-Fahrer. Er und seine 14 Kollegen lotsen heute Piloten. Sie kontrollieren Rollwege für Flugzeuge und checken Start- und Landebahnen. Sorgen für Sicherheit. Soweit alles in Ordnung. Dann können wir einsteigen und starten. Die Frühschicht kommt, die Nachtschicht geht. Marios Job kostet Kraft. Er arbeitet 7 Tage am Stück. Dann hat er 3 Tage frei, dann wieder 7 Tage Action und 4 Tage frei und wieder von vorne. Im Schichtbetrieb. Früh, spät, Nacht. Das schlaucht, sagt er. Noch schnell einen starken Kaffee, dann kann es losgehen. Seit 5 Uhr ist das Nachtflugverbot am Flughafen vorbei. Die ersten Maschinen landen aus Johannesburg, Boston, New York und Shanghai. Die ersten starten nach Malta, Griechenland und Mallorca. Ab jetzt gilt's. Alle 5 Minuten morgens landet oder startet ein Flieger. Jede Bewegung ist minutengenau durchdacht. Nichts darf den Plan durcheinanderwirbeln. Auch die Mitarbeiter hinter diesen Glasscheiben wissen, was auf dem Spiel steht. Dienstbeginn für Thomas Müller. Er ist einer von 95 Vorfeldlotsen. In diesem Kontrollturm hat er alle Flugzeuge im Blick, die sich am Boden bewegen. 2 solche Türme hat der Flughafen. Sie stehen im Osten und im Westen. Wir sind jetzt in der Rampe Ost, unsere Betriebsnebenstelle im Osten vom Flughafen, also Terminal 2 im Süden. Die macht jetzt um 6:10 Uhr auf. Und ab da übernehmen wir jetzt hier den Osten. Momentan ist noch alles so drüben, der ganze Verkehr geregelt vom Nachtdienst. Und wir sind jetzt der Frühdienst und wir lösen gleich per Telefon ab und melden uns an. Vorfeldlotsen bestimmen Rollbahn und Parkposition von Flugzeugen. Die Piloten müssen auf sie hören, damit keine Unfälle passieren oder Piloten sich verfahren. Samuel Ditthardt arbeitet auch im Kontrollturm. Er macht eine Ausbildung. Mein Job ist es, die Flugzeuge hier auf dem Rollfeld oder Vorfeld zu führen und zu lotsen
Und nebenher haben wir noch auch andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Losung von Schlepps oder auch das Zuteilen von Volumes. Thomas Müller ist Samuels Ausbilder. Er wird ihn heute unterstützen. Vorfeldlotsen arbeiten in 3 Schichten. Gewöhnungsbedürftig, sagt Samuel, auch für Familie und Freunde. So Wechselschichtbetrieb ist nicht ohne, gerade so die Frühdienste jetzt. Ich meine, wir haben jetzt kurz vor 6 und man ist seit 1,5 Stunden wach. Also man muss sich schon darauf einstellen, auch gerade wenn man dann im Nachtdienst ist und die ganze Nacht dann hier ist, dann fällt so im sozialen Umfeld schon was hinten runter, keine Frage. Die Freunde müssen sich auch erstmal darauf einstellen. Aber es ging relativ schnell, überraschenderweise. Also die Einstellung, die Umstellung hat jetzt nicht ewig gedauert. Die Crew aus Äthiopien parkt neben den Kollegen aus Tokio. Dahinter rollt der Flieger aus Bangkok. Frühmorgens kommt in Hessen die Welt zusammen. Für heute geplant haben wir 200.489 Passagiere mit 1.394 Flugbewegungen. Momentan, seit wir offen sind, haben wir bisher 42 Flugbewegungen abgewickelt und mit aktuell 7.800 Passagieren. Also, und jetzt haben wir 6:05 Uhr in der Früh und schon 7.800 Passagiere. Eher ein normaler Tag, sagen sie. Mal gucken, was wir uns erwarten heute. Plötzlich Alarm für die Flughafenfeuerwehr. Der Pilot einer Maschine aus Namibia mit mehr als 200 Menschen an Bord meldet Probleme mit dem Fahrwerk. Samuel, bist du drin? Die Lotsen im Tower haben die Kollegen informiert und die Feuerwehr rausgeschickt. Der nächste Flieger, der hier auf der Centerbahn landet, hat wohl ein hydraulisches Problem. Also er kann wahrscheinlich noch nicht rollen. Also er wird landen, aber wenn wir Pech haben, müssen wir ihn von der Bahn runterschleppen. Die Feuerwehr rückt jetzt in die Standby-Position. Wir müssen momentan den Flugbetrieb ganz normal so lange bis zur Landung weiterlaufen lassen. Vor November halten. Vor November halten, bitte. Flugzeuge auf den Rollbahnen müssen dennoch warten. Die volle Aufmerksamkeit gilt vorerst der Maschine aus Südwestafrika. Die Feuerwehr fährt zur Landebahn, wartet dort in der Nähe. Die Retter wollen bereitstehen, falls es hier gleich eine Bruchlandung gibt. Gut, haltet ihr mit dem Schlepptau? Die Retter wären sofort an der Unglücksmaschine. Victor 310, frei zum Docken. Ja. Da kommt der Flieger. Kurs, Landebahn, Center 07. Knapp 300 Meter vom Kontrollturm entfernt ist Mario Hahn im Einsatz. Hier ist Bravo 45, Bravo 46. Mario Hahn sucht einen Unfall an der Parkposition Bravo 46, also B46. Gegen diese Flugzeugtreppe soll ein LKW gefahren sein. Doch wo? Hier kann ich auf den ersten Blick noch nichts sehen. Dort hinten winkt ein Mann. Vor einem LKW. Vielleicht weiß er mehr. Mann, ist hier irgendwo ein Unfall passiert? Ja, ist ein kleiner Unfall passiert. Bei euch Aber hier? das war meine Fehler. Okay. Ja. Mit Personenschaden? Und Nee, nur meine LKW ist beschädigt. Der andere ist nichts passiert. Also ohne Personenschaden? Nee, ohne. Alles klar. Okay, also stellt sich raus, ohne Personenschaden ist ein kleiner Blechschaden. Und das nehmen wir jetzt auf. So, dann schauen wir mal. Was ist genau passiert? Beim Rückwärtsfahren ist er gegen die Flugzeugtreppe gestoßen, erzählt der Mann. Doch wie sieht die Treppe jetzt aus? Hat auch der Flieger einen Schaden? Solche Unfälle muss Mario Hahn aufnehmen und seinem Chef übermitteln. Der Schichtleiter braucht jetzt alle Daten, was passiert ist, wo es passiert ist, wann es passiert ist, wer geschädigt wurde und wer der Unfallverursacher ist. Der ist an diese Treppe rangefahren, da gehen wir jetzt mal hin, schauen wir mal, ob da auch ein Schaden vorliegt, wahrscheinlich auch ein kleiner. Und dann brauchen wir die Nummer von der Treppe noch und dann wird es bearbeitet. Hoffentlich hat der Flieger nichts abbekommen.
Eine Beule könnte Millionen kosten. Passagiere müssten in Hotels, Flüge umgebucht und ein Ersatzflieger organisiert werden. Der Mann wollte Essen liefern für Economy und Business Class, Rindercarpaccio und Nudelauflauf. Da kann ich jetzt nichts erkennen, außer normale Gebrauchsspuren. Dann hätte mal der Reflektor ab, alles in Ordnung. Die Treppe stand beim Zusammenstoß nicht am Flieger, erfährt Mario. Ist damit für uns, habt ihr eine Nummer? Dafür gibt's hier kleine Kratzer. Und es sind nicht die einzigen. Dann danke dir. Hier noch einen ruhigen. Alles klar, dir auch. Ciao. Okay, gehen wir auf dem Schichtlader weiter. Ja, ruckzuck mal einen höheren Schaden angerichtet. Hat er Glück gehabt, gell? Ja, da hat er Glück gehabt, er ist nur ein bisschen verzogen, seine Einrichtung hinten an seinem Auto. Ja, eine Bagatelle. Zurück zu den Vorfeldlotsen am Terminal 2 im Kontrollturm Ost. Thomas Müller und Samuel Ditthardt schauen nach Westen. Der Flieger mit dem technischen Defekt ist im Anflug. 200 Menschen sind an Bord. Auch die Feuerwehr ist bereit. Die Piloten haben Schwierigkeiten mit dem Fahrwerk gemeldet. Jetzt landen sie. Jetzt setzt er gerade auf. Sieht ganz normal aus. Wir müssen jetzt halt, wenn die Sicherheitslandung gelandet ist, den möglichst durch den Verkehr so integrieren, dass er nicht stehen bleiben muss, dass er direkt und zügig auf die Position rollen kann. Auch wenn es dramatisch aussieht. Das ist eine Sicherheitslandung, sagt Thomas Müller. Bei einer Notlandung müssen Menschen in akuter Lebensgefahr sein, zum Beispiel wenn ein Feuer an Bord ist. Die Retter lassen den Flieger aus Windhoek in Namibia nicht mehr aus den Augen, falls das Fahrwerk doch noch streikt und ein Unfall passiert. Denn noch ist völlig unklar, warum die Alarmlampen im Cockpit angegangen sind. In dem Fall war das wahrscheinlich noch eine Fehlanzeige, weil er konnte rollen. Das heißt, er ist jetzt ganz normal auf die Position gerollt. Und dass die Feuerwehr den jetzt begleitet hat, ist ganz normales Sicherheitsprozedure. Also auch in Fällen, wenn zum Beispiel eine Cockpitscheibe einen Riss hat, haben wir auch Sicherheitslandungen. Die Feuerwehr muss ausrücken und auch den Flieger bis zur Position begleiten, bis die Triebwerke aus sind. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Flughafen. 2 pro Woche sind normal. Alles ist diesmal gut gegangen. Der Betrieb kann wieder ungestört weitergehen. Die Zentrale der Follow-Me-Fahrer ist 3 Kilometer entfernt. Mario Hahn ist an seiner Basis angekommen. Sein Chef braucht die Daten vom Lkw-Unfall. Jetzt geben wir unsere Unfalldaten weiter. Ein Schichtleiter, der trägt alles ein. Die Follow-Me-Station liegt direkt an einer Start- und Landebahn. Vom Schichtleiter bekommt Mario Hahn seine Aufträge. Guten Tag. Servus. Ich bringe die Unfalldaten. Komm rein. Zum Glück ohne Personenschaden. Du warst geschickt? Nee. Ich habe nichts geschickt. Ich habe alles registriert erstmal und bin schnellstmöglich hochgekommen. Okay. Erst einmal die Vorgangsnummer. Zulu Hotel 380. Das Zulu Hotel? Ist das ein Hotel? Nee, 211. Okay, hab die Brille nicht auf. 211. 80% aller Unfälle passieren am Boden, sagt Schichtleiter Marius Gerlich. Es kommt öfters vorher, dass wir so kleine Unfälle haben, so Blechschaden, so wie jetzt. Gott sei Dank keine Personenschaden. Und der Schutzdienst hat zwar aufgenommen, aber wir haben ja auch so einen Tagesbericht. Wir nehmen das hier auch auf. Jetzt tue ich nur noch die Daten von den Fahrzeugen hier eintragen und dann hat sich die Sache erledigt. Jeder Unfall wird gespeichert. Mario Hahn ist wieder unterwegs. Oft packt ihn das Fernweh. Ägypten war bisher das weiteste. Da sind noch Träume. Mauritius. Da würde ich gern mal hin. Warum? Das stelle ich mir halt schön vor. Kriegt man hier aufzuwerfen? Ja. Hier bekommt man natürlich einiges mit, was hier so rein und raus marschiert. Und da schaut man schon, auch im Terminal sieht man die Leute voller Vorfreude, wie die zu ihrem Flieger marschieren.
und, oder teilweise in Gruppen in Urlaub fliegen. Das macht schon Lust auf mehr. Ja. Am liebsten würde er mit seiner Freundin und den Kindern verreisen. Quer über den Flughafen, vorbei am Terminal 1 zum Terminal 2. Zu den Vorfeldlotsen im Kontrollturm Ost. Samuel Dittert lotst heute Vormittag Schlepper. Direkt unter ihm muss der Flieger weg. Ein anderer wartet schon. Die Position ist noch belegt, die brauchen wir. Der Flieger ist schon gelandet. Den haben wir jetzt erstmal zwischengeparkt, der steht da hinten. Fahrber 26, moin. 250 Passagiere möchten nach 7 Stunden Flug aussteigen. Die Äthiopien, die hier unten steht, geht heute Abend raus. Und jetzt muss der Samuel einen Vollumni hinschicken, der die Position absichert. Und wir pushen ihn dann auch so, dass der nächste Flieger direkt dann auf die Position reinrollen kann. Pushen. So nennen die Lotsen das Schleppen von Flugzeugen. Die Maschine wird in den Süden transportiert. Am Abend wird sie wieder zurückgebracht für die Passagiere. Ein Follow-Me-Fahrer sperrt die Straße. Kein Auto soll mit den Fliegern zusammenstoßen. Gleichzeitig rollen die neuen Gäste an, aus Maskat im Oman. Wenn man jetzt hier auf den Radar guckt, alles blau, das sind unsere Flugzeugumschlepps. Das sind alle anderen Airlines, die morgens hier reinkommen, mehrere Stunden hier stehen und im Süden zwischengeparkt werden. Also wir haben momentan hier am Flughafen 6 Schlepps gerade gleichzeitig am Rollen. Jede Parkposition, jeder Rollweg hat einen eigenen Namen. Fachsprache unter Lotsen. Die aktuellen 6 Schlepps hören sich dann so an. Der zweite drunter ist der Leos 06, der von Bravo 22 nach Victor 166 geschleppt wird. Dann haben wir die Vietnam Airlines, die von Delta 1 nach Juliet 17 geschleppt wird. Charlie 13, die ANA, geht nach Golf 7. Und aus der Werft 6 kommt der Leos 01 nach Victor 310 im Süden. Nur wer diese internationale Sprache beherrscht, darf hier sitzen. Also das Wissen ist sehr umfangreich, das kann, glaube ich, der Samuel bestätigen, was die in den ersten 3 Wochen lernen müssen. Das sind komplette Leitsordner, oder? Wie viele Ordner hast du zusammen? In einen hat es nicht gepasst. Also so 1,5, 2 waren es bestimmt, ja. Jeder Dritte fällt durch die Abschlussprüfung. Ein anspruchsvoller Job, aber ein Traum. Ich kann nicht sagen, dass es das schon immer mein Lebensziel war, aber als ich dann zum ersten Mal hiervon gehört habe, habe ich schon gedacht, boah, das wär's. Und wenn man einmal dann hier oben gesessen hat oder überhaupt mal gesehen hat, wie die Vorfeldlotsen so arbeiten, da hat es mich schon so ein bisschen gepackt, hier die ganzen Flugzeuge zu lotsen, auch direkt sich zu haben, macht einen Riesenspaß. Samuel studiert noch Sportmedizin. Wenn er alle Tests zum Vorfeldlotsen besteht, möchte er hier arbeiten, Aufträge verteilen, auch an Follow-Me-Fahrer. Mario kriegt auch Aufträge von mir, der 79, genau. Das kann ich eben hier über dieses System eingeben. Also zum Beispiel, wenn ich dann hier auf die entsprechende Taste gehe, kann ich über 79 ihn dann eingeben, genau. Und ihm auch Aufträge zuteilen. Ja, danke. Ciao. Sonnenaufgang am Airport. Mario ist 2 Kilometer entfernt, im Westen, und bekommt von Samuel einen Auftrag. Kennst du den Ölfleck da bei November 7 Alpha 40 schon? Nein. Der Ölfleck für Alpha 40 auf November 7, der Rüdiger hat die gerade alle immer nördlich an Leitingen vorbeigelotst. Kannst du mit der 143 ein bisschen auch direkt machen. Okay. Gefahr an Position A40. Ein Busfahrer hat die Vorfeldlotsen informiert. Ja, er sagt, hier ist ein kleines Ölleck gewesen. Hier liegen ein paar Tröpfchen. Alpha 30 steht. Alpha 30 on Block. Nördlich der Leitlinie würde ich sagen, ein bisschen Hydrauliköl verloren. Piloten können Ölflecken aus dem Cockpit schlecht erkennen. Dieser Flieger darf auf keinen Fall da durchfahren, sagt Mario Hahn. Ja, ist erstens mal rutschig und aggressiv, die Flüssigkeit. Ja. Und die Reifen werden davon porös und rutschig. Das will man natürlich nicht haben hier im Sicherheitsbereich. Deshalb muss das entfernt werden. Mario Hahn wird die Maschine umleiten. Er informiert Kollege Samuel im Kontrollturm. Ich hole sie bei 7 ab und tue sie etwas rumlotsen um den Fleck. Um den Ölfleck kümmert sich die Feuerwehr. Für den Piloten heißt es Follow Mario.
Die Maschine muss zur Parkposition V143 auf dem Vorfeld. Flieger einwinken, auch das gehört zu den Aufgaben eines Follow-Me-Fahrers. Die Position ist weit weg vom Terminal. Damit Flugzeuge an der richtigen Stelle stehen bleiben, brauchen Piloten Unterstützung. An den Terminals gibt es elektrische Tafeln, die zeigen den Piloten, wie viel Meter sie noch nach vorne rollen sollen. Auf dem Vorfeld übernehmen das Follow-Me-Fahrer. Stopp, passt. Tschüss. Ein Bus fährt später die Passagiere zum Terminal. Mario Hahn fährt jetzt zu einem besonderen Platz. Das ist da vorne dieser Windschutzzaun. Da wurde die Tanzszene, die berühmte, gedreht. Der Kiki Dance. Wo hier? Genau hier. Da auf das Emblem gefilmt, Frankfurt Airport. Genau. Wollt ihr mich mal tanzen sehen? Na gut, mal hier gucken. Tun wir das dann mit öffnen. Da ist er. Eine Idee der Marketingabteilung des Flughafens. War spontan. Was war der Grund? Ich bin gebeten worden, das zu tun. Und dann habe ich das mal versucht und es war ganz lustig und das ist ein Knaller geworden. Und dann, War das so eine Challenge? Oder? ja, das war eigentlich schon eine Challenge, aber das war so ein Gag-Video, als Gag-Video gedacht und hat eingeschlagen wie eine Bombe, hatte dann 11.000 Klicks ein paar Tage später und dann war alles gut. Ja, bei so vielen Klicks ist mir dann schon fast berühmt. Genau. Das war, wie gesagt, spontan und Freestyle, ne? Ich nenne es mal Freestyle. Der Kiki Dance, ein Trend aus Amerika. Menschen sollen neben rollenden Autos tanzen. 1,5 Million haben weltweit mitgemacht. Mario war der einzige Follow-Me-Tänzer. Terminal 1. Direkt unter der Abflughalle ist das Fundbüro. Das Revier von Salvador Martinez. Bei ihm landet alles, was Passagiere im Flughafen so vergessen. Über 20.000 Fundstücke lagern hier, täglich kommen neue hinzu. Kinderwagen, Rollstühle, Werkzeugkasten, Kettensägen, Kindersitze, Autositze, eine Tafel im äthiopischen Alphabet, ein Haustelefon, Elektrolüfter, Plüschtiere. Er hat schon viel gesehen. Taschen voll mit Drogen oder ein Koffer mit einer Leiche. Ein Mann wollte Überführungskosten sparen. Der Transport des toten Angehörigen war auf den ersten Blick als Gepäck günstiger. Im Terminal hat der Mann den Koffer dann vergessen. Gab ziemlich viel Ärger mit der Polizei. Das ist schon hart, ja. Das ist ein Ort, wo man alles erlebt, ja, definitiv. Bei uns ist ein Kinderwagen abgegeben worden mit einem Outbound-Flug für die LH 470 nach Toronto von gestern. Der Kinderwagen wurde am Schalter gefunden. Da kommen Fragen auf. Wo sind die Besitzer? Und vor allem, wo ist das Kind? Oft ist sein Job Detektivarbeit. So. Kind ist wahrscheinlich an Bord, aber Kinderwagen nicht. Ja. Ja gut, lieber der Kinderwagen als das Kind. Ja. Es ist schon Tiere abgegeben worden, aber die Kinder noch nicht. Nee. Hunde haben wir schon gehabt und Papagei. Ja. Dass Eltern ihr Kind im Flughafen vergessen, passiert zum Glück nur in Hollywood-Filmen, sagt er. Dieser Amerikaner hat sein Ladegerät in einem Café liegen lassen, wurde hier abgegeben, jetzt hat er es wieder. Salvador Martinez ist seit 30 Jahren am Flughafen beschäftigt. Viele Stationen hat er kennengelernt. Angefangen im Gepäckdienst, 10 Jahre, dann 11 Jahre bei der Information und jetzt 7 Jahre von Büro. Ja. Der Flughafen lässt Sie nicht mehr los? Wie ist das? Nee, nicht mehr. Nee. Hier habe ich angefangen, hier werde ich auch aufhören und in Rente gehen. Ja. Zweite Generation, der Vater hat hier schon gearbeitet. Sein Vater hat ihn oft mitgenommen. Stundenlang hat er als Kind Flugzeugen hinterhergeschaut. Und davon bekommt der 49-Jährige bis heute nicht genug. Erreicht habe. Genau,
Ich gucke mir immer noch gerne an, wenn die Flugzeuge starten. Auch die Nähe, ich wohne hier in der Nähe, das passt. Das passt einfach. Und kriegt man da kein Fernweh, wenn man hier jeden Tag die Reisenden sieht? Doch, schon. Aber man hat ja Urlaub. Das Fundbüro, ein Aufbewahrungsort mit Geschichten. Sein wertvollstes Fundstück war eine Uhr, eine Rolex, für 80.000 €, ist nie abgeholt worden, wurde versteigert. Wie alle Fundsachen, die keinen Besitzer mehr finden. Ein Fall bleibt unvergessen, das war ein Drama. Eine Mutter hat von ihrer verstorbenen Tochter noch so ein Erinnerungsstück, hat immer bei sich getragen oder an sich getragen und es ist verloren gegangen bei der Kontrolle. Und es wurde leider nicht gefunden oder abgegeben. Ja. Die war sehr, sehr trauriger. Das war. Und das ist so ein Fall, der Ihnen auch nahe geht dann? Der geht auch ein, ja. Für den verlorenen Kinderwagen konnte Salvador Martinez helfen. Der hat jetzt ein Flugticket. Ah, super. Kinderwagen wird auch abgeholt. Na, klasse. Einmal One-Way nach Toronto. Kostenlos, ausnahmsweise. Fall gelöst. Der nächste kündigt sich schon per Telefon an. 1 Kilometer Luftlinie entfernt sitzt Vorfeldlotse Samuel Dittat am Terminal 2. Kontrollturm Ost. Golf 016, Sexy Dolly 07 Center via Lima, Hold Shot auf Lima 9. Rush Hour, dazu noch starke Windböen. Die bringen den Betrieb durcheinander. Eine Startbahn musste schon gesperrt werden. Flugzeuge können nur gegen den Wind starten. Kommt der jedoch von hinten, ist dies zu gefährlich. Es ist halt einiges los, dadurch, dass die eine Bahn nicht genutzt werden kann wegen Rückenwind. Tummelt sich das jetzt an der anderen Startbahn. Und die Flieger müssen dementsprechend halt ein bisschen warten, bis sie raus können. Die gelben Buchstaben und Zahlen sind Flugzeuge, die zur Startbahn wollen. Stau am größten deutschen Flughafen. Normalerweise starten 2 Flieger pro Minute. Eine Startbahn weniger bedeutet Verspätungen, Delay. Thomas Müller fragt im Tower nach. Ja. Wie viel Startup-Delay haben wir denn momentan gerade? Ja, es sind so zwischen Viertelstunde und 35 Minuten, also zwischen 15 und 35. Danke dir. Samuel und seine Kollegen sind für die Sicherheit der Passagiere am Boden verantwortlich. Welcher Flieger hat Vorfahrt? Wer darf abbiegen? Wer muss warten? Das entscheiden die Vorfeldlotsen. Es ist ein bisschen wie Schachspielen, sagen sie. Man muss einige Züge vorausdenken. Orange Line Face West. Wir werden natürlich darauf trainiert, möglichst viel, oder wir hatten Simulatortraining und da wurde das Pensum immer mehr und immer mehr und man wurde darauf trainiert, so viel wie möglich abarbeiten zu können. Diese Peaks nennen wir die, also diese Spitzenzeiten, wo die Flugzeuge wirklich ganz viele auf einmal rausgehen und Gulf Air 016, Contact 121 755, good day. Das hat man jetzt nicht den ganzen Tag, sondern es gibt eben bestimmte Uhrzeiten, die schon prädestiniert sind dafür, dass eben viel los ist und viel rausgeht. Und dann muss wirklich das angewendet werden, was wir gelernt haben. Die Lotsen treffen pro Stunde 100 Entscheidungen und funken pro Schicht bis zu 1000 Mal mit Piloten. Können eigentlich alle gut Englisch? Die meisten. Manchmal hat man ein bisschen Probleme zu verstehen. Dann hat man schon mal ein Schenglisch da drin, also chinesisches Englisch oder so. Aber größtenteils geht. Gerade bei der Hansa ist es gar kein Problem, bei den Deutschen, auch die Amerikaner, logischerweise. Ja, aber es gibt schon so ein paar Spezialisten. Spezialisten. Dann muss man auch schon mal nachfragen, aber meistens weiß man, was gemeint ist. Delta 107, Contact 121 755, good day. 121 Delta 107. 1 Kilometer weiter, im Südosten. Follow-me-Mann Mario Hahn ist auf Kontrollfahrt. Plastik, das ist nicht so schön, das müssen wir sofort einsammeln. Der war schnell. Ich war schneller. Okay. Triebwerke könnten den Müll ansaugen. Dadurch könnten die Turbinen ausfallen. Scheint auch gerade ein bisschen der Wind ungünstig, weil hier so viel Stau ist. Manchmal kann der Wind von hinten kommen oder drehen oder zu stark sein und dann müssen die ab und zu mal warten. Bei diesem Wind bleibt Mario Hahn lieber in der Nähe der Flieger. Oder es ist einfach zu viel los. Könnte ja noch mehr Müll hier landen. Rush Hour,
wie auf der Autobahn. Er ist ganz in der Nähe der Vorfeldlotsen. Thomas Müller kontrolliert den Himmel. Denn es gibt Piloten, denen sind alle Regeln egal. Wildgänse. Wildgänse kommen, wann sie wollen und fliegen, wie sie wollen. Thomas Müller informiert den Tower. Hier über unsere Rampe Ost, ich weiß nicht, ob du siehst, ist so ein Flock of Birds, ich glaube Wildgänse oder sowas, so 10, 15. Der Tower warnt die Piloten, die können den Start verzögern. Ja, bitte. Wo ist denn? Über uns. Siehst du die oder was? Die waren gerade hier, Lima 1, und sind hier rüber geflogen. Vogelschlag ist eher selten. Dennoch 200 Mal pro Jahr kommt er auch in Frankfurt vor. Vogel gegen Flieger. Zurück in Terminal 1. Ins Fundbüro von Salvador Martinez. Ein Computer wird vermisst. Ich habe vor einer guten Woche mein iPad hier verloren. Vor einer Woche Ihr iPad? Ist das iPad in einer Hülle drin? Und wenn ja, was eine Farbe? Das hat keine Hülle. Hat keine Hülle? Und ist ein weißes iPad. Wurde sein Gerät abgegeben? Bei der Sicherheitskontrolle hatte er das 600 € teure Gerät vergessen, erzählt der junge Mann. Ja, na klar, viel Hektik am Tag der Abreise und man muss alles in diese kleinen Kästen reinlegen und dann geht schnell mal was verloren. Ich habe da eins, das ist im Terminal 2 gefunden worden. Das hole ich gerade mal, da schauen wir mal zusammen, ja? Kleiner Augenblick. Handys, Laptops und Tablets werden täglich hier abgegeben. Oft vergessen nach den Sicherheitskontrollen, sagt Salvador Martinez. Die Leute sind einfach zu nervös, wenn es auf Reisen geht. Das könnte der vermisste Computer sein. Ob es seins ist, müssen wir schauen. Man muss erstmal uns, entweder muss er sich einloggen oder uns die Seriennummer mitteilen. Müssen wir mal schauen, ob es seiner ist. Mal gucken, ob wir ihn glücklich machen können. Der Fluggast muss jetzt noch beweisen, dass das sein Gerät ist. Sieht gut aus? Ja. Mit der PIN. Nur einer kennt hier die Geheimzahl. Damit soll er den Computer jetzt freischalten. Ja. So, dann einmal einloggen. Super. Haben wir einen Kunden glücklich gemacht. Täglich bekommt er 100 Mails, Vermisstenmeldungen aus der ganzen Welt. Tschüss, gute Heimreise. Dieser Fall war eher leicht. Der nächste wartet schon. Zurück zu Mario Hahn im Westen an der Vorfeldposition 153. LH 989 aus Amsterdam rollt an. 191 Parkpositionen für Flieger hat der Airport, 68 an beiden Terminals, 123 auf dem Vorfeld. Hier müssen Mario und seine Kollegen Flugzeuge einwinken. Was heißen die Zeichen alle? Das ist das Stoppzeichen. Und da bekommt er die Drehrichtung entweder nach links oder nach rechts. Und das heißt gerade rollen. Vor einigen Jahren hat er noch Flugzeuge an den Landebahnen abgeholt und zur Parkposition gelotst, erzählt Mario Hahn. Vorbei sind diese Zeiten. Früher war weniger Betrieb, da hatte man nur wenige Maschinen. Da konnte man den vollen Service bieten. Heute bei den vielen Maschinen werden die direkt vor der Position abgeholt. Okay. Das heißt, der Pilot muss den Weg schon selber finden? Ja, es ist ja auch überall Mittellinienbefeuerung mittlerweile. Er braucht nur den Lichtern nachzurollen. Nur 1 C4 frei. Hier sieht man ja diese grüne Centerline. Kleinen grünen Feuer am Boden. So, nach dem 23er von links kannst du weiterziehen, lieber bis November 8. Und da rollt er entlang, die hören hier vor der Position auf. Und von dort wird er dann abgeholt. Für Piloten, die hier zum ersten Mal landen, gibt es noch den vollen Service. Sie können sich ein Follow Me bestellen, damit sie von der Landebahn zur Parkposition finden. Zurück in den Kontrollturm Ost zu Samuel Dittert. Vor Lima, Hotshot Lima 9er. Eine Startbahn ist immer noch gesperrt. Die Windböen sind noch zu stark. Stau am Airport. 20 Flieger können gleichzeitig unterwegs sein. Alle Rollwege zusammengerechnet sind 76 Kilometer lang. Klingt viel, sagt Samuel, ist aber nicht viel. Tausende Autos flitzen hier auch noch rum. Geduld ist wichtig.
Auch für Piloten derselben amerikanischen Airline, die sich gerade gegenseitig blockieren, mitten in Hessen. Ja, die muss jetzt warten, weil die Company, das sieht man ganz gut, die pusht jetzt gerade. Also die, auch ein Air Canada, und der steht halt im Weg. Da muss er warten, bis der fertig ist mit dem Pushback, und dann kann ich ihn rauslegen. Wow. Du kannst ja dann die Kategorie über 4 raus. Hast ja nichts anderes da. Nach 2 Stunden haben Vorfeldlotsen Pause. Länger sollen, nein, länger dürfen sie nicht am Stück arbeiten. Es war jetzt einiges los, dann ist das Gehirn schon noch ordentlich am Arbeiten, aber man hat sich halt lang konzentriert. Und jetzt mal in Ruhe frühstücken, das kam heute Morgen sowieso schon zu kurz. Am liebsten verbringen Thomas und Samuel ihre Pausen im Terminal. Genauso wie Mario. Guten Tag, junger Mann. Good morning. Is there some smoking area? Smoking area. Here is complete smoking free. You must go outside. Outside? Yes, Okay. here 50 meter or here 50 meter. Exit outside, you can smoke. Okay. Mario Hahn lotst auch im Terminal. Hier sind zwar sehr viele Hinweisschilder, aber viele führen die auch in die Irre. Und da kann man immer mal helfen, das macht Spaß. Ich habe immer so meine Runde, mache meine Terminalrunde und dann geht es mir wieder gut, dann habe ich mich bewegt, dann kann ich wieder 1 Stunde oder 2 sitzen. Kann sich mal eine Kleinigkeit kaufen. Das ist ein Abschnitt von der Änderungsschneiderei oder Reinigung. Und da werden wir jetzt was abholen für die Frau. Ist was umgeändert worden oder geflickt worden, eine Bluse. Muss ich heute abholen. Wenige Meter entfernt ist das Fundbüro von Salvador Martinez. Er hilft beim Suchen. Kunde Nummer 43 ist soeben bei ihm gelandet. Der Trainer der deutschen Rodel-Nationalmannschaft, er vermisst Batterien. So, da haben wir jetzt 2 Bohrmaschinen-Akkus. Am Check-in-Schalter wurden die Akkus aus dem Koffer genommen. Große Akkus sind Gefahrgut, sagt Salvador Martinez. Sein Lager ist voll davon. Das ist für die ganzen Lithium-Ionen-Sachen. Und da haben wir jetzt 2 Bohrmaschinen-Akkus. Ja, der Gas, klar, vom Gewicht her in einem großen, aufgegebenes Gepäck hineingetan. Verboten, zu gefährlich. So, da haben wir ein gutes Stück. Feuerzeuge, Haarspray in großen Mengen oder elektronische Zigaretten sind auch im Koffer verboten. Nach der Gepäckkontrolle landen sie im Fundbüro. Dann brauche ich hier eine Unterschrift und da kommen noch 4 € Lager. Trainer Robert Eschrich konnte ohne Akkus sein Werkzeug für die Rodelschlitten nicht verwenden. Ausgerechnet beim Weltcup-Turnier. Ärgerlich. Wir waren jetzt 3 Wochen beruflich unterwegs mit dem Sport in Amerika. Wir sind eine Rennrodel-Nationalmannschaft und war ein bisschen blöd, ja, weil ich meine Werkzeuge nicht bedienen konnte. Ich bin der Techniker dort. Und naja, das nächste Mal mache ich es anders. Rennrodel-Nationalmannschaft. Super. Die Akkus, wissen wir jetzt, ist es besser in Handgepäck, aber auch, ist ja auch blöd, da habe ich ja hier 10 Akkus in meinem Handgepäck. Ja, aber gerade Lithium-Ionen im Luftverkehr wird nur im Handgepäck erlaubt. Vorschriften hin oder her. Der Fall ist gelöst. Danke, ebenso. Danke sehr. Es sind die Geschichten hinter den Fundsachen, die Salvador Martinez an seinem Job so liebt. Waren denn schon mal Promis bei Ihnen auch? Wo wir jetzt Promis, ja. Ja, die kommen ab und zu. Ja. Die verlieren auch was. Vor allem Schlüssel, Autoschlüssel. Mehr möchte er nicht verraten. Euroclean. Zurück zu Mario Hahn. Schauen wir mal, ob es fertig ist. Er hat Pause. Für seine Freundin soll er eine Bluse abholen in der Flughafenreinigung und Schneiderei. Noch ein Mario. Mario. Ja, ich fange erst nächsten Freitag schon wieder an. Ex-Arbeitskollege. Nur Barzahlung, hier nur Barzahlung. Zahl die Firma. Tag, junger Mann. Alles gut? Alles klar? Jawohl. Ist was ändern lassen? Montag. Bis Montag, ja. Ja, ich muss die Hosen kürzen lassen. Wieso? Weil sie so nicht in meiner Größe habe. Bist du kleiner geworden? Leider. Leider. Okay, mach's gut. Hallo. Hallo.
So, schauen wir mal, ob es fertig geworden ist. Zettel habe ich dabei. Mhm. So, es ist fertig. Jawohl. Kommen viele Mitarbeiter vom Flughafen zu Ihnen? Ja. Zu den Stammkunden zählen auch Was kostet's? Piloten und Flugbegleiter. 5 Euro. 5 Euro. Wunderbar. Ich habe nicht das gleiche Gummiband gehabt, deswegen habe ich schon länger gedacht. Ah, okay. Ist kein Problem. Habt ihr Gummis wieder drin? Ja, Gummis wieder sind kein Problem. Ja. So, Blose ist wieder ganz. Kriege ich heute Abend wieder was zu essen? So wird's sein. Vielen Dank, schönen Tag noch. Danke Ihnen so. Ciao, ciao. Ciao. An 7 Tagen in der Woche hat die Reinigung geöffnet. Marios Pause ist langsam zu Ende, zurück aufs Vorfeld. Doch ein Stopp muss noch drin sein. Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier, diese Retro-Tafeln, die sind immer faszinierend. Die sind einfach Kult, die gehören zum Airport. Solange ich denken kann, hängen die hier und es ist schön, dass die noch funktionieren. Und wieder hat er Urlaubsträume. Ja, da sind ein paar schöne dabei. Singapur wäre jetzt ganz nett. Oder vielleicht Barbados, Tobago wäre auch nicht schlecht. Irgendwann mal bestimmt. Weiter geht's. Lufthansa. Lufthansa. Hier hoch? Genau, hier hoch und dann links. Und dann rechts und dann wieder links Richtung Fernbahnhof. Links, gehen. rechts und wieder links. Genau. Perfekt. Alles klar. So, da hatten wir wieder einen Kandidat, der hat Lufthansa gesucht. Mit dem Zug, das ist da oben vor dem Fernbahnhof. Ja, jetzt ist er wieder auf Kurs. Wir können weiter. Ich wäre soweit. Zurück im Kontrollturm. Auch für Samuel Dettate und Thomas Müller ist die Pause vorbei. Ja. Geht bis November 5. Samuel übernimmt den Dienst eines Kollegen. Der hat jetzt Pause. Das war's. Weiterhin 07. Merci. Danke. Kurze Übergabe und schon geht's los. Samuel muss sofort die Übersicht bekommen, damit er den Piloten sagen kann, wohin sie rollen sollen. Also ich hab's lieber, dass viel los ist und dass ich was zu tun habe, als dass ich nur da sitze und ja, so ein bisschen die Zeit rumkriegen muss. Genau. Dann geht auch die Zeit rum, vor allen Dingen. In 2 Stunden ist seine Frühschicht zu Ende. Mario Hahn ist mittlerweile ganz im Süden. Hier parken Flugzeuge, die erst abends wieder starten. Kollegen arbeiten an den Maschinen. Mario kennt fast jeden. Alles eine große Familie hier am Airport. Meistens Mitarbeiter, die schon über 20 Jahre hier sind. Der Wind hat keinen Müll auf die Rollwege gepustet. Alles sauber. Mario ist zufrieden und entdeckt seinen Lieblingsflieger. Ja, der hat was. Ich weiß auch nicht, dieses Grüne. Steht im Dreamliner ungeheuer gut. Sieht sehr edel aus, die Maschine, finde ich. Passt zu dem futuristisch gestalteten, zu der Nase, zu der flachen. Wunderbar. Die Triebwerke sehen schön aus. Ja, die gezackten Triebwerke. Ist schon ein Hingucker. Ein Beauty-Flugzeug. Geht er natürlich auch, die Teil. Schön in lila, purpur. Ist genauso schick. Nur in dick. Kleiner Limerick. Mehr über Mario Hahn in der nächsten Folge und über die Geschichte dieses gestrandeten Passagiers. Ein Fall für den Sozialdienst. Also die Menschen, die stranden ja, weil sie kein Geld haben für einen Weiterflug. Und dann haben sie auch kein Geld für ein Hotel in der Regel. Dabei helfen wir eben. Sie bekommen von uns eine Decke und die Menschen schlafen dann im Terminal. Mittendrin. Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr.